war da beim Vortanzen und hatte ein sehr interessantes Erlebnis. Ich kam an am Flughafen, war noch nie in Israel vorher. Bin da alleine hingeflogen und kam am Flughafen an und hatte so das Gefühl, oh, ich komme nach Hause. Und habe mich selber dabei ertappt, wie ich so dachte, was ist denn das für ein Gedanke? Interessant. Und dann war ich bei dem Vortanzen und fand es ganz fürchterlich. Ganz schlimm. Wie es ablief oder wie sie es gemacht? Ja, total. Die ganze Atmosphäre. Da kommen natürlich irgendwie Millionen an Tänzern, die alle die Beine irgendwo haben und ganz toll sind und so, die ich gerne angucke auch. Und dann haben wir aber erstmal auch so eine Ballettklasse gemacht. Da habe ich auch gedacht, wirklich? Ja. Na gut. Basics. Okay. Und die ganze Atmosphäre, und das ist in der ganzen Company aber so, dass sich alles so auf diesen Ohad Naharin, den Choreografen, so konzentriert und ihm muss es gefallen und man muss ihm gefallen und das Der hat ist so eine... bei allem auch dabei sozusagen. Ja, Und ja. dann, Und diese Form von Hierarchie und Unterwürfigkeit geht mir so derartig ab. ja. Da habe ich so einen Riecher für auch. Ja, dieser Kult, was du ja vorhin schon hattest. Ja, auch der Kult, Ja. aber auch das Einfordern. Das finde ich schlimm. Also den Kult machen ja meistens die anderen. Dafür kann er jetzt nichts. Aber, naja, er vielleicht schon, aber Da finden sich zwei in dem Moment wahrscheinlich. ja, wahrscheinlich. Aber das will ich ihm gar nicht so unterstellen. Es ist vielmehr, dass er eben sich da, ja, dass es eine ganz klare Hierarchie gibt und eben auch so ein Machtgefüge. Und das sind alles Themen, die mich total triggern, die richtig 10 Meter gegen den Wind und da kann ich nicht. Also wenn ich das könnte. Das willst du nicht leben, so in der Nee, Art. wenn ich das könnte, hätte ich mich wahrscheinlich irgendwann auch mal anstellen lassen. Aber Autofahrt schon ein bisschen gesprochen. Das, was du tust, das, was du machst, du tanzt. Unter anderem zu 10% aktuell, hast du gemeint. ich habe tatsächlich in letzter Zeit mehr getanzt als sonst. Ja. Ja, also ich hatte eben ich war bei einer Produktion am Staatsschauspiel bei der Bürgerbühne mit dabei. Da habe ich eine choreografische Assistenz gemacht für Sebastian Matthias, das war der Choreograf. Und habe aber auch in einem Stück performt. Und dadurch, da war ich tatsächlich richtig als Tänzerin auch da. Und hatte jetzt auch vorletztes Wochenende, Vorstellung in Hellerau mit einem Solo, was ich letztes Jahr gemacht habe. War das dann drin oder was dann draußen? Das war drin, aber es war auch ein Solo und im großen Saal. Passen da viele Leute, also passen Trotzdem auch noch, trotz ja. Abstand viele Leute Ja, ja. rein. Das war auch sehr schön. Ja. Das war schon krass. Wir waren vor kurzem in der Jungen Garde, im großen Garten. Da passen ja sonst auf 5000 Leute rein. Und die haben es auf 1000 begrenzt und da auch dementsprechend nur Karten verkauft. Das kann natürlich jedes Haus selber entscheiden. Das ist schon krass. Wie man da Das ist jetzt. ein besseres Gartenfest dann irgendwie. Das ist dann irgendwie so ein besseres Gartenfest. Ja. Ja, Ja, so Atmo ist ja nicht so einfach manchmal. irgendwie ist es auch, natürlich die Leute sind teilweise ausgehungert. Ja. Und es ist eine besondere Atmosphäre, dann im Theater sitzen zu können und zu sehen, dass es doch stattfindet. Ist ja auch Futter für euch, oder? Als Total. Performer. Also, Total. Also das ist einfach krass, wenn man vor wenig Leuten spielen muss, sozusagen. Besonders wenn der Raum groß ist. Aber jetzt, also vorletztes Wochenende da in Hellerau, war das sehr schön. Es war auch wirklich eben so voll, wie eben ging. was steigt da in einem auf? Was anderes, wenn man sich so vor dem Auftritt vorbereitet? Wenn viele oder wenig Ja, Leute da genau. sind. Oder ist einfach aufgrund der Situation jetzt wahrscheinlich? Oder? Ich weiß gar nicht so genau. Also klar, wenn viele Leute da sind, ist es vielleicht noch mehr aufreibender irgendwie. Wenn nur wenig da sind, ist es viel intimer, das auch schön ist, weil man die Leute ganz anders nochmal auch vielleicht erreicht, wenn sie nicht so weit weg sitzen oder so.
Aber im Grunde ist es, am Ende ist es egal, weil man macht das ja dann doch für jeden Einzelnen, der da sitzt. Und ob das jetzt 10 oder 100 sind, ist eigentlich egal. Aber wenn man dann da steht, also so in den Vorgedanken ist es eigentlich egal. Aber wenn man da steht und performt und es ist eben nur halb voll, sind natürlich weniger Leute anwesend, die eine bestimmte Energie auch verströmen. Also jedes Publikum ist auch anders. Manche sind total... Also selbst bei den 5 Leuten, bei dem Stück, was wir jetzt eben mit der Bürgerbühne gemacht haben, da kamen halt immer so 5 Leute zu mir. Und es war im öffentlichen Raum, es war total viel Ablenkung eigentlich. Aber trotzdem hat man gemerkt, wie die Leute gelassen sind oder ob das halt irgendwie die Eltern und Großeltern von den DarstellerInnen sind und die mit großen Augen angucken, was ich da mache und wovon ich erzähle. Also es war wirklich... Und andere haben sich einfach nur total drauf eingelassen. Manche waren so ein bisschen, ja, okay, na. Haben halt gewartet, bis ihre Kumpels dann dran waren, so ungefähr. Aber das merkt man halt total deutlich. Und umso weniger Leute da sind, umso weniger... Verschwimmt das, oder? Na, transferiert sich auch. Ja. Also, ne, da sind einfach... Wenn da nur die Hälfte an Leuten drin sind, wie Platz ist, merkst du auch, dass der Raum leer ist. Und... Genau, das Energielevel ist, glaube ich, einfach nicht ganz so groß oder so hoch, würde ich sagen. Ja, kann ich mir vorstellen, dass es irgendwo nicht verloren geht, aber Naja, es ja, steht also anders. es können natürlich auch 20 Leute super drauf sein und total an einem dran sein und dann ist es total egal, wie viele da sitzen. Und es können da 100 sitzen und man spielt gegen die Wand, weil alle irgendwie die Miene nicht verzogen kriegen und irgendwie nicht drauf einsteigen, was man da gerade zeigt. Also von daher ist es so ein bisschen fast egal, wie viele da sitzen. Aber klar, wenn man im Hellerraum, im großen Saal alleine performt, das ist schon auch aufregend. Ja. Und diese Frage habe ich mir auch auf jeden Fall vorgenommen, dich zu fragen. Zeitgenössischer Tanz, das performst du, oder? Ja. Was ist zeitgenössischer Tanz und was ist dazu der Unterschied zu modernem Tanz? Das würde mich mal... Gibt es da einen Unterschied oder ist es das Gleiche? Oder, Oh, ja, da streiten sich die Kollegen vielleicht. oder mache ich jetzt ein übelstes Fass auf? Nein, ach, Okay. nö, glaube ich nicht. Also zeitgenössisch sagt natürlich erstmal, das ist das, was gerade im Moment Ja. passiert oder getanzt wird. Und der moderne Tanz bezeichnet ein bisschen mehr Sachen, die, naja, so, ich sag jetzt mal ab den 60ern ungefähr so sich auch etabliert haben, auch als Techniken. Also wie Ballett auch eine bestimmte Technik hat, gibt es auch eine englische Technik und eine russische Technik und sowas gibt es im Modernen auch. Da gibt es verschiedene Persönlichkeiten, die über ihren Stil auch eine Technik entwickelt haben. Und es hat ein bisschen eine andere Form und auch vielleicht eine andere, wie sage ich, es hat eine andere Ästhetik, die über Form funktioniert, so würde ich es vielleicht mal so grob sagen. Und das Zeitgenössische kann sich viel freier bedienen an allen möglichen Stilen. Also ich kann auch Elemente aus dem Hip-Hop reinnehmen, ich kann auch Elemente aus dem Ballett mit reinnehmen. Ich kann völlig frei Sachen mir ausdenken, ohne einem bestimmten Stil folgen zu müssen. Trotzdem brauche ich eine Tanztechnik, um meinen Körper zu beherrschen. Also das bleibt nicht aus, dass man es irgendwie mal gelernt haben sollte. Vielleicht sowas. In Deutschland gibt es noch den Begriff des Ausdruckstanzes. Das ist ein bisschen schwammig oder für manche auch so ein bisschen esoterisch. Aber wir haben da quasi in Deutschland oder in Dresden eigentlich, ja, die Urmutter des deutschen Ausdruckstanzes, die Mary Wigmann. Die hat von 20 bis 42 in Dresden gelebt und die hat eigentlich den Tanz extrem revolutioniert. Auch in seiner Unabhängigkeit zur Musik. Also eben nicht Sklave der Musik zu sein, den Rhythmus der Musik nicht als Formgebend oder so. ja, formgebend und maßgebenden Punkt, an dem man sich auch zu orientieren hat, zu nehmen, sondern
einfach die Musik auszumachen oder erst den Tanz und dann die Musik auf den Tanz zu konzipieren und sowas. Also da war sie ganz vorne dran, aber sie hat natürlich auch aus einer großen Innerlichkeit und mit einer großen Esoterik auch aus der damaligen Zeit. Also war ja so ganz viel auch, dass die Leute eben nackt da in der Schweiz auf dem Monte Veritas sich getroffen haben und so ein ganz anderer Körperkult auch da war und überhaupt das Okkulte war extrem modern und man hat damit rumprobiert und hallo. Hallo. Das war einfach Mode. Das hat man so gemacht, sag En ich mal. vogue, ja. Okay. Genau. Und klar, was daraus geworden ist, hat man dann 33 gesehen. Ja, Schluss damit. Ja, naja, Oder? es wurde stilisiert in einer Form, wo eben nur der eine Körper der richtige Ja. ist und auch den Körper zu bilden in seiner, wie sagt man, also ja, den Körper zu stählen oder wie auch immer ihn zu formen. Das Sportliche oder das Sportive, Olympia war eher so das. Genau. Und auch der Gruppengeist, der eben auch zum Zwang wurde und all das wurde ja extrem spezialisiert. So, und kommt aber eben aus einem Bedürfnis, sich auch der Natur zuzuwenden und sowas. Also hat leider irgendwie die falsche Richtung genommen am Ende, aber genau, da kommt die Wigman eben her und war also in Amerika extrem berühmt, noch bevor sie da überhaupt mal hingefahren ist. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns bewegen wie Mary Wigman, aber sie hat natürlich eben versucht, aus weiß ich nicht, kontemplativen Situationen über einem Thema Das Wort, zu das du gerade Bewegung gesagt hast, zu kannst du mal. kontemplativen Ja, was Situationen, bedeutet das? dass man sich, naja, vielleicht kann man es mit anderen Worten sagen, über ein Thema zu meditieren. Ob sie das so nennen würde, genannt hätte, weiß ich jetzt nicht. Und wie genau ihre Technik dazu war, weiß ich auch nicht. Aber dass man über ein Thema sich selbst oder mit anderen versinkt und versucht, den Urgrund zu erfahren, worum geht's und dann herauszufinden, und was ist die richtige Bewegung. Und sie hat es auch in eine Form gebracht, auch eine sehr theatrale Form, die mir nicht so liegt. Wo ich so denke, das ist ein bisschen stürmer. Danke. Aber der Ansatz ist erstmal einer, der mir nicht so fremd ist, weil wenn ich ins Studio gehe, ich auch über das Thema irgendwie versuche, mich über die Bewegungen zu nähern und dann zu versuchen, Bewegungen zu finden, wo ich sage, die spiegeln einen bestimmten Zustand in Körper und Geist wider. Wenn auch erstmal nur für mich. Und ja, Punkt. Ja. Und du warst, das habe ich gelesen, auf der Guts Company Seite, zu deiner Arbeit. Du warst bei Batsheva in Israel. Beziehungsweise hast deren Technik Genau. studiert. Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie hast du das gemacht? Und inwieweit hat das Einfluss jetzt auf deine jetzige Arbeit auch noch? Oder hattest du viel Einfluss überhaupt gehabt? Ja, Weil die sind ja machen ziemlich, wir eine Offenbarung. ja, die sind ja ziemlich hoch gerankt Ja, in der also, Tanzbranche, in der Tanzszene. ja, total. Also ich war mal da, wann war da, habe ich noch studiert, war da beim Vortanzen und hatte ein sehr interessantes Erlebnis. Ich kam an am Flughafen, war noch nie in Israel vorher, bin da alleine hingeflogen und kam am Flughafen an und hatte so das Gefühl, oh, ich komme nach Hause. Und habe mich selber dabei ertappt, wie ich so dachte, was ist denn das für ein Gedanke? Interessant. Und dann war ich bei dem Vortanzen und fand es ganz fürchterlich. Ganz schlimm. Wie es ablief oder wie sie es Ja, gemacht? total. Die ganze Atmosphäre. Da kommen natürlich irgendwie Millionen an Tänzern, die alle die Beine irgendwo haben Ja, und ja. ganz toll sind und so, die ich gerne angucke auch. Und dann haben wir aber erstmal auch so eine Ballettklasse gemacht. Da habe ich auch gedacht, wirklich? Ja. Na gut. Basics. Okay. Und die ganze Atmosphäre, und das ist in der ganzen Company aber so, dass sich alles so auf diesen Ohad Naharin, den Ja. Choreografen, so konzentriert und
ihm muss es gefallen und man muss ihm gefallen. Und das Der hat ist so eine... bei allem auch dabei sozusagen. Ja, Und ja. dann, Und diese Form von Hierarchie und Unterwürfigkeit geht mir so derartig ab. ja. Da habe ich so einen Riecher für auch. Ja, dieser Kult, was du ja vorhin schon hattest. Ja, auch der Kult, Ja. aber auch das Einfordern. Das finde ich schlimm. Also den Kult machen ja meistens die anderen. Dafür kann er jetzt nichts. Aber, naja, er vielleicht schon, aber Da finden sich zwei in dem Moment wahrscheinlich. ja, wahrscheinlich. Aber das will ich ihm gar nicht so unterstellen. Es ist vielmehr, dass er eben sich da, ja, dass es eine ganz klare Hierarchie gibt und eben auch so ein Machtgefüge. Und das sind alles Themen, die mich total triggern, die richtig 10 Meter gegen den Wind und da kann ich nicht. Also wenn ich das könnte... Das willst du nicht leben, so in der Nee, Art. wenn ich das könnte, hätte ich mich wahrscheinlich irgendwann auch mal anstellen lassen. Aber ey, das ist einfach nicht meine Baustelle. Ich kann nicht. Okay. Also lieber arbeite ich, wie soll ich sagen, in unsicheren Verhältnissen. Das ist jetzt nicht, dass ich für kein Geld arbeiten will. Nee, das ist nicht der Punkt. Aber dafür habe ich in all dem, was ich tue, mehr oder weniger, aber eigentlich mehr, die Freiheit, mir die Leute zu suchen, mit denen ich arbeiten möchte. Und zwar jeden Einzelnen. Das heißt nicht, dass es immer klappt. Es gibt auch Produktionen, wo Tänzer dabei sind, wo man denkt, Hätte ich das wir machen es gewusst? einfach nicht normal zusammen. Ja. Ist schon okay. Und ist auch kein Problem, aber es hört dann auch wieder auf. Ja? Man Ja. kann sich wieder nach den Vorstellungen verabschieden und sagen, na ja, Das war die Erfahrung so. wert. Und dann war es das. Ich muss Ja. jetzt nicht noch den ganzen Vertrag das ganze Jahr irgendwie erfüllen und Ja. in so einer Maschinerie Langen auch drin Rahmenverträge sein. oder so. Ja, also auch so Theater, da ist genau noch viel schlimmer. Also es ist irgendwie alles nicht so richtig für mich. Naja, Ja. und das habe ich irgendwie da so empfunden bei diesem Vortanzen. Und dachte dann, ist mir eigentlich auch egal, ob es klappt oder nicht. Ich komme eh wieder. Das kommt eh wieder? Ich komme eh wieder. Du kommst eh wieder. Ja. Und das war, ich glaube, sowas wie im Februar, März oder sowas, 2007, glaube ich. Oder 8. Ich glaube 8. Und dann nach dem Sommer habe ich gedacht, ich gehe jetzt mal hin. Und habe mir ein One-Way-Ticket gekauft und bin nach Israel gegangen. Genau, und habe irgendwie dann... Da ist es aber in dem Moment jetzt bei dem ersten nichts geworden tatsächlich dann? Nee, es hat nicht geklappt und Genau. es war mir aber auch echt so ein bisschen egal. Ich dachte, Ja. nee, ich will auch gar nicht arbeiten. Ich will die Technik lernen, aber Ja. ich muss da nicht arbeiten. Ja. Und dann bieten die auch so ganz viel Unterricht an, dem man einfach so teilnehmen kann. Und wenn man nicht in Israel lebt, zumindest nicht für einen längeren Zeitraum, dann kann man auch bei der Company die Klassen mitnehmen. Und das habe ich viel gemacht, habe aber auch den Unterricht für die anderen, also der sozusagen für So gab da so ist. Dancers und Non-Dancers. Und habe alles irgendwie mitgemacht. Und habe dann einfach für andere Choreografen gearbeitet. Und das war total super. Also Wie lange hast du das gemacht? ich war fast 2 Jahre da. Ah, ja. 1,5, 2. Also kann man schon sagen, wie du es auch beschrieben hast, ist es schon ein Studium. Ja, Letztlich ich würde gewesen, das ja. schon auch als Studium bezeichnen. Es gibt, ich bin danach auch noch mal zu so einem Intensivworkshop gefahren. Würde das, glaube ich, auch wieder machen. So, ich Du hab nimmst dann, immer irgendwas mit auf jeden Fall ja, wahrscheinlich. total. Ja, die entwickeln das ja auch immer ein bisschen weiter. Dann sind die Workshops geben, auch immer wieder andere Leute. Und ich merke jedes Mal, es gibt halt immer die Klasse und dann gibt es Repertoire. Also, dass man Teile von Stücken lernt. Und das finde ich immer so, ist für meinen Körper auch nicht gemacht. Also, Das ist schon sehr spezifisch dann es immer. ist sehr ne? spezifisch und vielleicht muss man irgendwie Anfang 20 sein. Ich weiß nicht was. Das Ja. bin ich halt nicht mehr. Aber immer wenn wir quasi diese Technik gelernt haben, da ist mein ganzer Körper ging total auf. Und Ja. das war irgendwie, da war ich total happy. Also Cool. genau, und tatsächlich nehme ich diesen Ansatz über den Körper, über körperliche Zustände, über Sensorik, über Bilder, egal ob das Bilder irgendwo sind oder körperliche, anatomische Bilder sind, das nehme ich sehr in meine Arbeit mit rein, total. Also um überhaupt so einen Ansatz zu kriegen,
ne, wenn man sagt, okay, man spannt irgendwie alle Muskeln an und versucht sich trotzdem noch so schnell man kann zu bewegen. Wenn man das eine Weile macht, das evoziert auch an einen bestimmten, da kommen irgendwie auch Emotionen hoch. Ich bin nur ein bisschen vorsichtig. Es ist jetzt nicht, dass man dann in Tränen ausbricht. Ja. Aber es gibt dann auf einmal so ein Bild im Kopf, wo man sagt, das ist eine bestimmte Atmosphäre. Oder wenn man sowieso dort lang forscht, dann sagt man, ich probiere das mal, wie das ist mit so einer Festigkeit und findet dann irgendwie auch Bewegungsmaterial, was dem entspricht. Da geht auch das Thema rein an sich dann. Ja, dafür hat mir das geholfen, um eben nicht immer wieder zu sagen, okay, also wenn ich irgendwie von Dunkelheit erzähle, dann mache ich immer sowas. Oder, also, ne, dass man nicht so ein Bewegungsrepertoire abspult und es neu zusammensetzt, sondern wirklich versucht, nochmal immer wieder neu zu gucken und auch nach Bewegungen zu suchen, die man nicht in der Schule gelernt hat. Das finde ich immer so. Also selbst zu entwickeln irgendwo. Ja. Ja. Also sich die Freiheit auch rauszunehmen, zu sagen, ich muss meine Technik nicht zeigen. Ich habe die und das beschützt meinen Körper. Frenzel. Und das ist dann bei dir zeitgenössischer Tanz. Das ist keine Technik, die du ausarbeitest und festhältst sozusagen oder auch als Basis nimmst für fortwährende oder für neue Projekte, wie es jetzt beim modernen Tanz dann jetzt nach Definition wäre oder wie? Stell mal die Frage nochmal bitte. Das, was du jetzt machst, ist sozusagen zeitgenössischer Tanz. Ja. Kein moderner Tanz, weil es in dem Moment keine fixierte Technik ist, die ein Stück weit ausgebaut, aber trotzdem eine Grundlage hat. Genau, es gibt keinen wiedererkennbaren Stil. Natürlich wird man mich wiedererkennen. Ja, und deine Art, wie du dich als Mensch durch deine Anatomie, durch deine Eigenheiten, Bewegungen. Genau, ich habe meinen Stil, mich zu bewegen und die Stücke, die ich mache, haben eine bestimmte, man erkennt quasi meine Handschrift sicherlich, auch wenn es sehr unterschiedliche Stücke sind, aber ich denke, dass man das schon sieht, wo die so herkommen. Deshalb kann man schon sagen, es gibt einen gewissen Stil, oder eine gewisse Ästhetik, aber dass man eben sagt, das sind so typische. Also gibt es bestimmt auch, dass irgendwann sagt, das ist eine typische Johanna-Bewegung. Gibt es bestimmt. Ist klar, man hat ja auch Bewegungen, die man gerne macht, so wie man, richtig. Wenn man dann sich oft sieht und dann du vielleicht Farben gerne einsetzt in bestimmten Formen oder so. Ja. Das ist ja auch okay, es macht einen ja auch aus. Also. Richtig, es grenzt dich ab und macht dich wiedererkennbar. Ja. Aber ja, ich würde sagen, dass das, was ich mache, zeitgenössischer Tanz ist. Ja. Und wie ist das da heutzutage mit dem Einfluss? Also klar, beim zeitgenössischen Tanz ist wahrscheinlich der Einfluss kommt von allen Seiten. Und wie stark ist der da durch Social Media zum Beispiel? Ist der spürbar? Du meinst einen ästhetischen Einfluss? Oder was auch immer. Also der Einfluss an sich von Social Media. Aber ja, natürlich auch Ästhetik oder Bewegungsarten oder was gerade aufpoppt oder keine Ahnung, woher man da Inspiration zieht oder ob man die überhaupt ziehen will oder kann man sie auch von fern halten, keine Ahnung. Also natürlich ist Social Media ein wahnsinniger Pool an Input. Erstmal so ganz neutral. Und dann, also für mich ist es sowohl Nachrichtendienst als auch, also ich nutze es vor allen Dingen professionell, gar nicht so sehr privat. Dass man auch von Dingen erfährt, dass man aber auch Dinge weiterträgt, die man im professionellen Bereich braucht, zum Beispiel. Man stößt auch auf Leute, die man vielleicht so nicht getroffen hätte, auf Choreografen, auch auf Techniken oder auf Workshops, auf Angebote, einfach sozusagen professionelle Weiterbildungsangebote. Aber es kommt zu einem ganz anders als bei einer Zeitung. Und natürlich aufgrund von meinem Verhaltensprofil bestimmte Inhalte zu mir. Ich habe deine erste Arbeit, die ich gesehen habe, war Heimat. Ja. Das war eine Choreografie von dir? Oder? Ja. Ja, genau. Wie kam es dazu? Also ich fand das sehr
Also war ein sehr gutes Stück, ist mir heute noch in Erinnerung. Also weil die Verbindung von Gesang von so einer Männergruppe und Frauen, die tanzen und dann die da noch Interaktionen gehen und die Thematik an sich. Frauen im Krieg, zu Kriegszeiten. Wie kommt man da drauf? Wie kommst du auf Frauen im Krieg? Muss ich zurückfragen? Das habe ich da gesehen. Ah ja, okay, gut. Das habe ich reininterpretiert. Naja. Interesting. Okay. Also die waren nicht da und die Frauen waren teilweise alleine zu Hause, irgendwie so. Oder haben mit der Situation an sich, mit dem Krieg gekämpft. So habe ich das alles gesehen. Du kannst mir auch gerne erklären, wie du es... Ja, nee, ich finde das immer super. Also ich meine, das ist ja das... Das ist wahrscheinlich diese alten Lieder gewesen, die die Männer gesungen haben. Ja, das Die haben das deutsche getriggert. Lied, gut. Ja, klar. keine Ahnung, das Ja, hört man ja sonst nicht. Und Ja, das stimmt. Also prinzipiell war das ein Stück in so einer Trilogie. Wir hatten damals eine Förderung von der Bundeskulturstiftung bekommen. Das nannte sich Doppelpass. Und dann ging eine Company konnte sich mit einem Theater oder mit einem Haus zusammen bewerben. Und dann hat man für 2 Spielzeiten eine für uns doch beträchtliche Summe zur Verfügung gehabt. Und da in dieser Zeit haben wir 3 Produktionen gemacht. Und wir haben uns damals, das war ja noch vor, als wir es beantragt haben, war das vor 2015, also vor den ganzen Flüchtlingsströmen und allem. ja. Und trotzdem war da schon so eine Stimmung irgendwie, wo wir uns einfach gefragt haben, woran kauen wir eigentlich irgendwie? Was sind Nachrichten, die uns bewegen? Was widerfährt uns immer wieder auch in Dresden? Was uns aufstößt? Was uns irgendwie aufreibt und bewegt? Und sind dann irgendwie, brainstorm, redet irgendwie miteinander zu eben diesem Thema das Eigene und das Fremde gekommen und haben eine Überschrift gesetzt, die hieß Überwindungen. Also wie man sowohl das Eigene überwinden kann, um eben was Fremdes zu erfahren, als auch wie man das Fremde vielleicht überwinden kann, um es sich zu eigen zu machen. Und dann kommt so ein bisschen eins zum anderen. Ich wollte schon immer mal mit Gesang arbeiten. Den Chor kenne ich, also ich kenne die Jungs, die da singen, ganz gut. Und die haben auch Ja gesagt, was ich nicht so richtig gedacht hätte. Die genauen Schritte sind nicht so deutlich. Ich habe dann irgendwie ein Bild im Kopf. Ich weiß, es müssen irgendwie 5 Frauen tanzen und ich will Männerchor. Und dann ist es irgendwie stimmig. Und das, was wir da gemacht haben, haben wir gemeinsam entwickelt. Also wir haben eben viel gefragt, was ist typisch deutsch, was ist typisch für meine Heimat, wo ich herkomme, was macht die aus, was will ich mitnehmen, wenn ich gehe. Was ist dann auch übrig heutzutage auch? Ja, also oder- was sind die Souvenirs, die man mitnimmt, die auch die Heimat verklären lassen? Wie versuche ich mich selbst zu erhalten in meiner Heimat, wenn um mich herum alles wankt und nicht mehr an seinem Platz ist? So. Und das haben wir wirklich zusammen entwickelt, auch die Texte zusammen geschrieben. Und genau, und dann gab es noch ein zweites Stück, das hieß Das Fremde, Alien-Identität. Das habe ich nicht Da gesehen. war Michas Bruder dabei. Wer? Michas Bruder war dabei. Ach so. Genau, der Matthias. Der ist Schauspieler? Ja, Das ist genau. noch zu sagen. Und auch sehr, also extrem bewegungsbegabt, so, was ja auch immer schön ist, wenn es so ein bisschen Sich verschmelzen ergänzt, kann. ja, Und ja. wir hatten die eine Performerin, die kommt eigentlich auch aus einer Schauspielschule, ist eine Spanierin, die eigentlich so Physical Theater studiert hat und dann aber viel Tanz gemacht hat. Aber die kann halt eben auch mit Stimme und Sprache umgehen. Und so, und da sich zu treffen, war irgendwie sehr,
interessant. Und auch die Reaktionen vom Publikum waren irgendwie auch cool, weil für manche, die saßen da halt irgendwie drin und waren so ein bisschen, ach ja, sie kamen gar nicht richtig ran und es war immer so weit weg und ich dachte, ja genau, das ist aber schön, dass es geklappt hat, weil Das ist ja das Thema. Ja. Genau, es ist das Thema und witzigerweise habe ich vorher gedacht, als wir das noch so konzipiert haben, oh Gott, Heimat, wie soll das werden, was soll ich denn da erzählen? Ja. Das ist mir eigentlich alles überhaupt nicht so, da habe ich gar nicht so eine starke Emotion Ja, ja. dazu und Ja. mit Fremdheit kenne ich mich viel besser aus, weil ich schon oft umgezogen bin und irgendwie sowas. Und dann war es beim Machen total umgedreht. Heimat ging so. Einfach, ich war völlig unvorbereitet in die Probe gegangen und auf einmal stand das Stück. Und bei dem Fremden, wo ich dachte, das ist unser täglich Brot, ach, haben wir uns gequält. Also Bei nein. lange Diskussion oder? Naja, du Oder musst einen ja Kern zu irgendwie- finden, oder? Genau, also wenn du halt nicht ein Stück nimmst, was es schon gibt, wo man darauf inszeniert, wie es im Theater üblich ist. Es gibt ein Stück, ein Skript und dann entscheidet der Regisseur oder die Regisseurin, die Teile kommen raus, aber ansonsten erzählen wir das und das ist das Unterthema. Entwickeln wir unsere Stücke, bis auf das letzte, immer neu, von Grund auf. Und das heißt, man muss sich schon auch ein bisschen Gedanken darüber machen, was man da eigentlich erzählen will. Und da haben wir auch natürlich schnell festgestellt, in dem Moment, wo man versucht, sich was Fremdes anzueignen, ist es halt nicht mehr fremd. Und damit ist es schon wieder Ist eigen. nicht mehr, genau, dann ist es schon nicht mehr Gegenstand der Betrachtung, weil es ist dann ja schon eigen Ja. oder so ein bisschen angeeignet. Ja. Genau, und diese Fremdheitsatmosphäre irgendwie aufrecht zu erhalten, das, glaube ich, hat irgendwie funktioniert. Das hatte, aber für Ja. manche bleibt man dann halt außen vor. Das verstehe ich auch, dass man nicht so richtig einsteigen kann, wenn man nicht genau weiß, was ist denn das jetzt? Ja gut, aber vielleicht auch, weil der andere dann was mitbringt, was jetzt eine Erwartung ist oder was eine Voreingenommenheit ist oder was auch immer. Und das dritte, es waren 3, hast du gesagt. Genau, das dritte war ein Kinderstück. Das ist auch die Abfolge gewesen so? Ja. Und das hieß Aller Anfang. Und da haben wir quasi die choreografische Arbeit an unsere Dramaturgin Celestine Hendermann abgegeben. Die wohnt eigentlich in Frankfurt und die begleitet uns quasi immer wieder, guckt über die Stücke drüber und dann tauschen wir uns aus. Und die macht Kinderstücke schon seit vielen Jahren und ich habe sie halt gefragt. Und wir haben sowas noch nie gemacht und ich dachte, die kann auch einfach Klar. Tänzerin sein, kann auch Ja. jemand anders choreografieren. Ja. Ja. Kann ich ja selber entscheiden. Genau, und die hatte da natürlich Lust drauf. Und dann haben Josephine und ich quasi getanzt und sie hat die Choreografie gemacht und war schon so für Kinder ab 3. Ah, okay. Ja. Und das war auch voll schön. Also Und dann- ging genauso um das Neue, das Fremde entdecken und Ja. irgendwie eine Welt bauen, in der man sich auskennt, die aber auch in jedem Moment was anderes sein kann. Oder wo der Schein trügt oder man nicht dahinter schauen kann oder irgendwie sowas. Also hat quasi nochmal den Bogen geschlagen, die Sachen zusammenzufassen für Kinder, was wir vorher verhandelt haben. Und das musste aber dann zeitlich auch gecroppt werden, also halt für Kinder gerecht Genau, das sozusagen. ging eine halbe Auf 20 Stunde. Minuten, eine halbe Ja. Stunde. Ja. Ich glaube 25 Minuten und dann konnten die Kids halt noch auf die Bühne kommen und noch ein paar Ach, cool. Bewegungen lernen und noch ein paar Boote falten oder Boote einsammeln Ja. und so, je nachdem wie die drauf waren. Und war das, in welchem Haus war das dann? Die Stücke haben wir alle im Sozietätstheater Ach so, gezeigt. okay. Cool. Genau. Ja, ist auf jeden Fall ein rundes Bild. Ne? Also du hast ja durch das Erststück mit der Heimat, mit den Gesängen so ein bisschen so Vergangenheit und dann hast du mit dem zweiten so die Gegenwart und mit den Kindern hast du halt immer Ja, die Zukunft. Ne? Das ist cool. stimmt. Schön. Genau, ich habe da ja dann, also diesen Doppelpass haben wir gemacht 16, 17. Und in 18 bin ich dann das erste Mal Mutter geworden. Und da hat dann Josephine noch so Gastspiele übernommen. Man konnte ja noch so eine Folgeförderung beantragen für eben Gastspiele. Und dann haben wir die Stücke noch woanders gezeigt. Und sie hat das quasi dann betreut, ist da hingefahren, hat die Proben geleitet und sowas.
Und dann haben wir 18 eine kleine Arbeit gemacht und haben dann in 19 quasi die erste richtig große Produktion produziert. Die war aber, Premiere war Anfang Januar diesen Jahres. Ja, als Guts Company? Als Guts Company, genau. Und da haben wir auch tatsächlich das erste Mal einen Theaterstoff als Grundlage genommen, um was zu inszenieren. Das hatte ich noch nie gemacht. Hatte ich irgendwie Lust drauf. Das war ein ganz schöner Ritt. War das, was du kanntest, weil du da vertraut warst dann mit dem Thema? Also was das Stück behandelt oder komplett neu für dich da? Ich sage jetzt mal jein. Ich wusste, dass das Stück existiert und ich hatte irgendwie, ich weiß auch nicht, so eine Idee, dass das passen könnte zu dem, was ich gerne verhandeln will. Wir haben quasi, ich habe in 19 hatte ich ein Stipendium für 6 Monate von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen und konnte zu einem Thema recherchieren 6 Monate lang. Und wir haben sozusagen einen neuen Arbeitszyklus angefangen zum Thema Macht. Das ist natürlich so. Ja, riesiges. Und mit jedem Monat öffneten sich neue Unterkapitel. Ja. Ich habe auf jeden Fall meine Bibliothek gut aufgestockt. Und da war auch klar, dass es da mehrere Stücke geben wird. Mehrere in verschiedenen Formen und auch diverse Derivate. Also was sonst noch so mit, ob das noch eine Installation oder noch ein Workshop und noch ein Symposium oder Forum oder irgendwas. Weil das so breit ist und man immer wieder andere Ansätze findet, sich damit auseinanderzusetzen. Genau, und da war das jetzt das erste eben. Und zwar war das von Elfriede Jelinek am Königsweg. Und das sind 96 Seiten Blocksatz. Genau. Ja, wie verbindest du das jetzt? Du hast gesagt, du bist jetzt Mutter geworden, schon vor 2 Jahren, das erste Kind. Du bist auch jetzt schwanger mit dem zweiten Kind. Ja. Wie verbindet man das? Die Daumen. Ja, Glückwunsch und man drückt die Daumen auf jeden Fall. Dankeschön. Wie handelst du das oder wie willst du das in Zukunft handhaben? Oder hast du da schon eine Vorstellung oder hast du keine Vorstellung? Oder? Hast du dabei gedacht? Also bevor ich überhaupt das erste Mal schwanger war, habe ich gedacht, um Gottes Willen, wie soll das gehen? Ja. Man ist so viel am Arbeiten, wo in aller Welt soll da ein Kind dazwischen passen, was man irgendwie auch, für das man ja Zeit haben will. Es ist ja nicht nur so, dass man ein Kind hat und dann, ja, gehst halt zur Oma. Also, Nee. aber das geht dann irgendwie. Man hat andere Prioritäten. Das kann man sich vorher nicht so vorstellen. Und trotzdem arbeite ich natürlich sehr gerne. Du brauchst auch die Abwechslung wahrscheinlich, oder? Ja, man muss auch mal was anderes sehen als Windeln wechseln. Und spätestens, wenn das Kind in Betreuung ist, hat man ja wieder dann irgendwie, zumindest theoretisch, 8 Stunden Zeit. Und ja, also es ist natürlich eine Frage der Organisation. Ich brauche meine Mutter, ich brauche die Paten, Tanten und Onkels, die wir festgelegt haben oder die wir gefragt haben, ob sie das sein wollen, dass sie ihn auch mal abholen. Und also als ich noch in Elternzeit war, habe ich auch ein bisschen gearbeitet und habe eine Produktion am TJG gemacht. Und da haben zum Beispiel Josephine, aber auch Heike, haben ganz viel auf den Ole aufgepasst. Und Der war dann mit vor Ort. Nee. Die waren dann, ich habe dann quasi immer nur einen Block gemacht. Das sind ja immer 4 Stunden vormittags, 4 Stunden abends. Und ich habe immer gesagt, ich kann nur einen Block machen, weil sonst sehe ich ja mein Kind gar nicht mehr. Und klar, auch der Vater Muss ich auch rein macht organisieren. auch mit. So. Ja. Und klar, es ist ein Termingescharrer und man muss seinen Familienkalender gut pflegen Ja. und man vergisst mal was einzutragen oder hinzugucken, bevor man was zusagt. Das passiert einfach, das ist auch normal, aber es finden sich einfach immer Lösungen und zum Glück haben wir wenigstens einen Großelternteil in Dresden und es gibt eben auch einen sozialen Humus, wenn ich mir vorstelle, wir wären vorher in eine andere Stadt gezogen, wo niemand ist, das wäre undenkbar. Also da könnte ich nicht so arbeiten, total. Und ich bilde mir ein, dass es mit dem zweiten Kind genauso läuft. Ja. Dass es eben auch geht. Also dass du nach wie vor tanzen und choreografieren und managen. Ja,
wirst. Total. Natürlich am Anfang die ersten paar Jahre weniger und dann. Ja, also genau, solange die eben nicht in Betreuung sind, ist es eben schwierig. Und wenn die dann aber in Betreuung sind, dann hat man eben bis um 4 oder bis um 5 Zeit. Dann, wenn so ein Kind in die Schule kommt, dann ist es ja wieder kürzer, weil die ja nicht so lange Schule haben. Aber ich muss auch nicht mehr 12 Stunden am Tag arbeiten. Es ist einfach, so gut ist dann auch nicht bezahlt. Ja, es gibt noch andere Sachen dann. Ja, man macht auch Abstriche, klar. Man geht nicht mehr auf jede, Hochzeit, ja. ja, man guckt nicht mehr aus jeder Fischbüchse und zwischendurch denkt sich das Ego, oh, bin ich überhaupt noch da? Werde ich überhaupt noch wahrgenommen? Kennt mich überhaupt noch jemand? Und dann macht man wieder seine Arbeit und weiß, es ist alles in Ordnung. Ja. Man ist eben nicht mehr in jedem kulturpolitischen Gemengelage dabei und man kann nicht zu jeder Vorstellung, man muss es anders organisieren und die Welt bricht voll gar nicht zusammen. So, einfach. Ja, Und dafür hat man irgendwie gesunde, glückliche Kinder, die einem auch das Leben versüßen, ja. meistens. Naja, Die Villa Wickmann gibt es seit. also die Schlüssel haben wir seit 1.8.2019. Darum kämpfen tun wir tatsächlich schon seit 2014. Wir haben 2016 einen Verein dazu gegründet und davor und dann noch viel vermehrter wirklich uns um jeden erdenklichen Menschen gekümmert, der irgendwie eine Entscheidungsgewalt hat oder Vorschläge zu Entscheidungen machen kann. Weil der Wickmann seit 14 leer stand oder vorher schon? Oder? Genau, also die Oper hat da noch drinnen geprobt. Das war schon nicht mehr öffentlich zugänglich wegen Brandschutzbestimmungen und sowas. Und haben die das vor über 10 Jahren geschlossen für öffentlichen Publikumsverkehr. Und die Oper hat da nur noch so ein bisschen geprobt. Dann haben die Probebühnen zusammengelegt und dann sind die ausgezogen 2015, 16? 15, 16. Naja, irgendwo da. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und es war klar, dass der Freistaat, dem das Gebäude gehörte, keine Verwendung für die Immobilie hat und verkaufen will. Und natürlich zum Marktwert, Klar. was sich keiner leisten kann. Ja, Also was auch beliebt ist niemand von zurzeit. uns. Ja. Und wir haben gesagt, das geht überhaupt nicht. Also sowohl brauchen wir ganz, ganz dringend Proberäume, die nicht ab nachmittags mit Kinderklassen voll sind, sondern wo die professionell arbeitenden, darstellenden Künstler ihr Zeug stehen und liegen lassen können über Wochen und dann nicht immer die Requisiten und Bühnen aufbauen, abbauen und wieder hinbauen müssen, jeden Abend und Morgen. Und sowas gab es so einfach noch nicht. Auch In Dresden. In Dresden, auch in einer sinnfälligen Größe. Und dann hinzu kam eben, dass man quasi 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen konnte. Man konnte auch noch ein kulturell nicht ganz unwichtiges Erbe, was zwar Ja, in Dresden was du vorhin nicht schon angerissen hast. Ja. Genau, in Dresden nicht so wahrgenommen wird, aber sobald man über Dresdens Grenzen hinausgeht, sehr wohl im Bewusstsein ist. Also auch in Deutschland gibt es ein großes Bewusstsein für die Frau und die Arbeit. Und wenn du nach Amerika gehst, ich krieg ständig irgendwelche Nachrichten und ob wir auch ein Archiv haben und sie hätten da was und die Urgroßoma und ich weiß nicht wie, hat noch einen Programmzettel übrig. Also, Der gehört gerahmt. genau. Also da gibt es quasi international auch ein Interesse dafür. Ja, Und das zu spüren hat uns auch total bestätigt, zu sagen, ja, wir sind auf dem richtigen Weg. wir sind auf dem richtigen Weg. Und auch wenn die Politiker hier nicht den Unterschied zwischen Wickmann und Palukka kennen, kann man es ihnen ja erklären. Und der wäre? Weil das wäre auch jetzt eine Frage von mir nochmal gewesen. Palukka ist eine Schülerin von Wickmann gewesen. Ah ja. Also ohne Wickmann keine Palukka. Aber dadurch, dass Palukka quasi, die haben sich irgendwann getrennt. Die haben auch dann zusammengearbeitet, Die nachdem haben sie fertig... zusammengearbeitet, genau. Und dann hat aber Palukka gesagt, ich gehe meinen eigenen Weg und hat eben ihre Schule gegründet. Und die hat ja bestanden durch die Nazi-Zeit, durch die DDR bis jetzt. Kann man auch Fragen stellen, wie sie das wohl angestellt hat. Also ne, Ja, der auch Wickmann wurde ist auch- wirklich eine ja. streitbare Figur. Ne? Ich will die gar nicht nur Ja. in den Himmel heben. Um Gottes Willen, sie hat sich auch mit den Nazis eingelassen. Sie hat auch versucht, ihren Arsch an die Wand zu kriegen. Sie hat bei den Olympischen Spielen 36 die Eröffnungsfeier
Veranstaltung mit choreografiert. Da hat Palluka auch mitgetanzt. Also so. Ja, warst Hat so aber oder auch so involviert, oder? Also, jüdische Tänzerinnen versteckt und Ja. musste irgendwann ihre Schule abgeben und wurde doch auch als entartete Künstlerin gelistet. Also das so im So nebenbei. Schlauch, genau. Genau, aber dadurch, dass es die Palluka-Schule immer noch gibt, ist das für viele ein Begriff. Das ist ja auch eine staatliche Einrichtung, auf die alle stolz sind und so. Und das kennen eben auch die Politiker von CDU und FDP. Ja. Und ja, man muss den dann... Wenn es da heißt, da gibt es ja noch eine. Genau. Nee, man muss denen schon auch erklären, dass wir das tagsüber machen. Ja. Dass wir das nicht als Hobby nebenbei, sondern dass wir damit... Also haben wir studiert mehrere Jahre. Ja. Wir machen das tagsüber, auch viele Stunden, gerne auch mal 8 am Stück. Wir werden dafür bezahlt oder bezahlen uns, wie auch immer. Und machen das als unser Beruf. Und das muss man immer wieder neu erklären, dass es irgendwie dann auch Klick macht, dass man das jetzt nicht nur in der Sommerpause in den Studios vom TJG machen können, weil da proben die ja nicht. Dass es nicht geht, weil die schlechte Verträge gemacht haben und niemand in die Räume rein kann in der Sommerpause. Ganz anderes Thema. Ja. Naja, das war so ein bisschen unser Kampf. Ist der immer noch bestehend, dieser Kampf? Also diese Daseinsberechtigung, muss die immer noch aufrechterhalten? Naja, irgendwie muss man sich immer rechtfertigen, wenn man Geld haben will. Ist klar. Aber was wir quasi erwirkt haben, ist, dass die Landeshauptstadt Dresden die Immobilie zu einem Vorzugspreis gekauft hat vom Freistaat. Der Freistaat hat es mit Auflagen verkauft, der ausschließlich kulturellen Nutzung. Und weil die aber Geld ausgegeben haben, mussten die das ausschreiben. Und wir mussten uns quasi auf unser eigenes Konzept bewerben, so ungefähr. Okay. Und das war eine Zitterpartie, weil es gab, Ach, echt, ja? Ja, es gab eine rot-grüne Mehrheit bis, wann war das, so Herbst 2018. Und da war ich quasi schon Mutter, also ne, das überschnitt sich. Mein Sohn ist im Frühjahr gekommen und da waren wir quasi mittendrin, uns um das Haus zu kümmern und zu bemühen und Gespräche mit eben dem Sächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, wie es damals noch hieß, zu führen und aber auch mit der Stadt, mit der Landeshauptstadt, mit dem Kulturamt, mit den kulturpolitischen Vertretern der einzelnen Fraktionen und da auch einfach Wirbel zu machen und das in den Kontext zu stellen, dass es für die Szene wichtig ist, dass es für auch die Ausstrahlung von Dresden sehr wohl was beitragen kann. Dann kam die ganze 2025-Diskussion mit rein und wie sehr das da gut aufgehoben wäre. Und so. Genau, dann kippte die Mehrheit, weil irgendwie einige da ausgestiegen sind. Also die haben irgendwie so eine parteilose Situation gegründet. Es waren, glaube ich, 4 oder 5 und damit gab es keine Mehrheit mehr. Dann gab es eine Stadtratswahl, die auch nochmal die Kräfte verschob und quasi, das war, glaube ich, am 26. März oder April, ich weiß gar nicht mehr. Ja, sei es drum. Irgendwo da. Und am 27., also an dem Montag nach der Wahl, hat der Stadtrat in alter Besetzung noch beschlossen, dass wir das kriegen. Ah, okay. Dass wir diese Betreiber werden und einen Erbbau-Pachtvertrag über die nächsten 50 Jahre kriegen. Ach, herrlich. Okay. Ja. Also es war wirklich mit der heißen Nadel gestrickt und wir waren, ich war irgendwann so, ey, fuck off. Also wenn das nicht klappt, dann kann ich Dresden auch echt jetzt nochmal verlassen. Weil was hält einen dann noch, wenn man so viel gegeben wenn hat? man immer irgendwie im Knatsch ist auch, was will man hier und was klappt überhaupt und wen interessiert's und interessiert es die Stadt? Das finde ich ist schon auch nicht unerheblich, sich das zu fragen. Man merkt irgendwann, ob die Stadt hinter ihren KünstlerInnen steht oder nicht. Ja. Das heißt, man muss natürlich immer wieder auch die Klicken putzen, wie man so schön sagt. Dranbleiben. Das bleibt nicht aus, das wird einfach immer... Das ist halt auch politisiert, wie du schon oft jetzt gesagt hast. Ne? Also politisch entscheidend. Ja. Und umso mehr wir uns vernetzen und auch... Also jetzt zum Beispiel, wir haben eine große Bundesförderung mit Hellerau und der Stadt zusammen beantragt. Da stecken die quasi mit drinne. Das heißt, die können uns nicht einfach fallen lassen, weil
am Ende muss die Stadt dafür gerade stehen, dass das richtig abgerechnet ist und sowas. Ja. Verpflichtung. Ja. Genau, aber das heißt auch, dass wir quasi beweisen, uns unter Beweis stellen, dass wir fähig sind, Bundes- und auch andere Mittel ranzuholen, mit denen wir zum Beispiel sanieren, die im Millionenbereich stecken. Und dass wir nicht nur die Hand aufmachen, sondern wir haben Konzepte, wir haben Strategien, wir haben Partner, wir haben Netzwerke und das steht man breiter da auch. Ja, man ist dann auch ein verlässlicher Partner, als wenn eben, weiß ich nicht, als wenn man nur erstmal sagt, Bittsteller naja, ist. was kann eigentlich, also klar, manche denken halt, du stehst an der Stange und hebst dein Bein, wieso sollst du ein Haus gleiten können? Ja, solche Fragen Sowas hast du gehört? Oder? kriegt man. Krass. Ja. Und wo wir dann bitte schön unternehmerisches Können her hätten. Wo ich mir denke, ich bin seit 2009 selbstständig und ich manage mein verficktes Unternehmen selber. Also natürlich mit Hilfe und mit anderen, das mache ich nicht alleine, aber es gibt eine Expertise. Und genau, wir haben ein kleines Unternehmen, wenn man so will, auch wenn es nicht wirtschaftlich arbeitet, aber sei es drum. Und ob ich jetzt, natürlich gibt es Feinheiten und es ist ein Unterschied, ob ich 3.000 € Stadtmittel oder 500.000 Bundesmittel verwalten muss oder eben 1 Million, wie auch immer. Da gibt es schon Unterschiede in der Komplexität der Abrechnung und sowas. Ja, aber im Grunde ich muss es einfach gut machen, genau machen, mich an die Regeln halten und dann geht es. Ja. So. Und ja, doch, nee, die Leute wissen nicht, dass man auch andere Dinge kann, nur weil man tanzen kann. Und dass es nicht nur abends stattfindet, was du vorhin schon meinst. Ja. Genau. Das ist echt witzig. Ja, aber gut, wenn man sich mit solchen, also ohnehin das ja nicht lebt und dann auch das im Privaten sich nicht anschaut, dann hat man gar keine Verbindung dazu und hat halt dann das Bild, das bisschen, was man hat, das hat man dann. Ja, also es gibt ja auch so absurde Förderungen, zum Beispiel von einer Bank, die quasi nur die Aufführung fördert, nicht die Produktion. Und dann fragt man sich so, Wie soll das gehen? irgendwann muss ich es doch aber mal hergestellt haben. Ja, Ja, aber sie fördern nur das Event. weil es als Event gilt. Ja. Okay. Aber organisieren müsste ich es ja auch irgendwie noch. Ja, aber es wird nur das gefördert. Okay. Also, Da gibt es noch viel zu tun, sozusagen. Und ihr habt jetzt auch, das hatten wir vorhin im Auto besprochen, auch jetzt aktuell was Neues. Das stand im Hygienemuseum, was konform ist mit den aktuellen Regelungen. ja. Magst du dazu kurz? Die Unit. Die Ja, Unit die erzählen? Unit gehört auch mit zu diesen ist von der- Doppelpass-Projekten, Ja. mit diesen 3 Produktionen unter dem Thema Überwindungen. Ah, Tatsächlich war das so ein bisschen eben ein Wunsch, noch was zu haben. Also so ein, genau, wir nennen das immer Derivate. Was nicht auf der Bühne passiert, sind für uns so ein bisschen Derivate. Und nochmal über was nachzudenken, was zum Beispiel funktioniert, wenn man ein Gastspiel woanders hat. Da kommt ganz oft die Antwort von Theatern oder sowas, ja, euch kennt ja hier niemand und dann habe ich Probleme, Leute zu kriegen ins Theater. Was ich erstmal eine legitime Aussage finde, aber wir lassen sich ja Wege finden. Und wir haben gesagt, okay, wir bringen unser eigenes Tool mit. Wir bauen was man, bevor das Gastspiel stattfindet, irgendwie 3-4 Wochen schon mal in der Stadt aufbauen kann. Und die Leute können das benutzen und erfahren, was von uns erfahren oder von der Arbeit, um die es geht, was vom Tanz erfahren. Und vielleicht erinnern sie sich dann auch noch, ach ja, meinen Namen habe ich schon das mal kann gelesen. sozusagen als Outdoor und Indoor stehen. Oder ist es? Das kann nur Indoor stehen. Indoor, Wir haben also okay. eine regenwetterfeste Variante haben wir nicht gemacht. Auch weil da so viel Technik drin steht und da muss immer jemand aufpassen. Auch sicher, und so. ja. Genau. Wir haben das zwar in der Form so nicht eingesetzt, aber möglich ist es. Also man kann das erstmal überall aufbauen, wo 3x3x3 Meter Platz sind. Und das ist die Unit. Das ist ein Tanzerfahrungsraum, wo Menschen einzeln in diese Box reingehen. Da drin ist ein interaktives System mit 3 Beamern und Kameras, die meine Bewegungen abnehmen, tracken. Und dann gibt es 4 Szenen, die alle visuell unterschiedlich meine Bewegungen unterstützen.
Und dazu kommt quasi nicht nur Sound, den ich durch meine Bewegungen steuern kann. Also wenn ich mich intensiver bewege, dann werden halt die Drums irgendwie stärker oder die Spuren werden voller zum Beispiel. Sondern auch eine sogenannte geführte Improvisation. Also dass über Bilder, es werden Bilder erzählt, reingegeben, zu denen man sich dann in der Form, wie man das gerne möchte, bewegen kann. Und da ist halt keiner da, der es vormacht, keiner da, der es besser macht, sondern es bin nur ich und diese Box und die visuelle Umgebung, die mir ein Feedback gibt, dass auch was passiert, wenn ich mich bewege. Die blasen dann nach oben oder die Streifen bewegen sich mit, weil ich irgendwie mein Gleichgewicht teste. Genau, also das ist auch noch mit entstanden. Und sieht man da, wenn man jetzt als Außenstehender, man wartet als Nächster, um dran zu kommen, sozusagen, sieht man da von außen was Nee, man da ist passiert? wirklich- Also so ein Kasten und da ist Genau, und das ist ein schwarzer Kasten. Dann machen wir die Schiebetür auf und geht da rein und ist da auch alleine drin. Und das ist irgendwie auch das Schöne. Also zum einen kann man das eben auch in Zeiten von Corona machen. Ja. Aber es ist eben ein Team, will ich nicht sagen, weil ist sonst keiner da. Aber ich gehe da alleine rein und kann mich quasi frei von Scham bewegen, weil mich niemand anguckt dabei. Und ich weiß auch, dass mich niemand anguckt und irgendwie kontrolliert oder es eben besser macht, als ich das kann. Sondern ich kann erfahren, wie Tanz funktionieren kann. Eben ganz einfach über, was weiß ich stelle mir vor, ich bin auf einem Skateboard und fahre so einen Berg runter, mache so ein paar Kurven. Das heißt, ich lege mich in die Kurven und dann kommt irgendwie Schlagloch. So. Dann stelle ich mir halt irgendwie vor und mache halt was mit dem Schlagloch. Und wir werden halt immer mehr. Und dann kommt dann ein Kopfsteinpflaster. So. Also es sind ganz einfache Bilder. Und das Visuelle über die Beamer korrespondiert. Oder ich stelle mir vor, ich bin in einem riesigen Honigglas und habe quasi viel mehr Widerstand, als wenn nur Luft um mich drum herum ist. Wie fühlt sich das an? Wie muss ich meine Muskeln anspannen, um durch diesen Honig, also eine ganz andere Textur, eine andere Dichte auch, mich da durchzubewegen. Und dann wird der Honig immer fester und es geht immer schwieriger. Und so, also so, ja, ganz simple Bilder. Und ich kann mich aber, wie ich mich dadurch bewege, ist völlig frei. Und das ist eben auch eine Form, wie wir arbeiten. Also es stellt ein bisschen unsere Arbeitsweise vor, aber es ist auch ein Stück weit Vermittlung von Tanz. Da tut ihr auch sehr viel für dann in dem Moment, oder? Also, Genau, im besten Fall ja. also in der Theorie auf jeden Fall, beziehungsweise im Hygienemuseum stand es ja schon, hast du gesagt. Genau, Dort wurde es sehr gut angenommen. ja. Da man dort ja auch, wo stand das dann? Das stand direkt im Foyer. Ah ja, Also man kam Super, rein und ja. sah den Monolith. top. Weil es hätte ja auch sein können, dass das Hygienemuseum unten bei den Kindern abstellt oder so. Das ist ja super dann auch, dass auch das andere Publikum das noch Ja, sieht. total. Gute Entscheidung. Ja, wir wollten das gerne in der Altmarktgalerie haben. Und die haben aber nicht wirklich reagiert. Okay. Dann hatten wir die Zentrumgalerie eigentlich soweit. Und dann ging es aus Hanebü, also wir hatten schon fast den Vertrag unterschrieben. Und dann hat sich jemand anders gemeldet und hat gesagt, es geht aus brandschutztechnischen Gründen nicht, weil da ein Deckel drauf ist und es müsste nach oben offen sein. Also völliger Bullshit. Man hätte ja auch einen Feuerlöscher mit reinstellen können oder sowas. Ja. Also irgendwie wollten sie es dann einfach doch nicht haben. Okay. Und der Mensch, der sich da bemüht hatte, dem war das bestimmt Schade. peinlich. Aber genau, das war so ein bisschen schade, weil es war gedacht, dass man es eben, mein Hygienemuseum ist okay, aber trotzdem an einen Ort stellt, wo nicht nur Leute sind, die sowieso ins Theater gehen. Ja, das typische Klientel auch. Genau, sondern dass man einen Zugang schafft zu Leuten, die da eher nicht vorbeikommen. Aus welchen Gründen auch immer. Aber da mal so reingehen und irgendwie mal so ein bisschen abspacken und keiner guckt zu. Was sind da die nächsten Spots für den Kasten, für die Unit? Ja, Gibt es welche? also es gibt jetzt keine konkreten Orte. Wir haben das dann so ein bisschen erstmal auch wieder hinten angestellt. Wollen jetzt aber im nächsten Jahr die Unit wieder anfassen, wollen sie mehrsprachig machen, also eine andere Zugänglichkeit schaffen. Das wird ein großes Ding, weil man muss ja nicht nur übersetzen, sondern es muss dann jemand einsprechen und die Person kann nicht nur so einsprechen wie abgelesen, sondern es hat einen bestimmten Rhythmus. Also ich muss ja immer wieder, ich gebe ein Bild rein, dann muss ich warten, also fiktiv warten, Ja. bis die Person
irgendwie ein bisschen was gefühlt hat, Ja. um dann eine weitere Information hinzuzugeben. Und dafür braucht man auch eine gewisse Erfahrung und ein gewisses Gespür. Dann darf es aber nicht zu lang sein. Die Szenen dürfen nicht länger als 3 Minuten sein. Klar. Irgendwie so. Also da haben wir auf jeden Fall, bin ich total gespannt, wie das funktioniert, wie man da so findet. Wir wollen auch nicht 20 Sprachen machen. Ja, kannst Irre, du aber erstmal damit anfangen. genau, naja, man muss sich aber, oder wie entscheidet man sich? Okay, man sagt, okay, Englisch auf jeden Fall, das kriegen wir auch selber hin. Und dann, Nachbarn. genau, Oder beziehungsweise macht die- man Tschechisch-Polnisch, macht Genau. man Russisch, macht man Farsi, macht man Das ist dann Arabisch, macht man, Vielleicht ist dann auch die Frage, wird es dann nur im deutschen Raum stehen oder wird es vielleicht auch dann woanders stehen? ja, kann ich es nicht vielleicht auch nach Shanghai schicken? Also ich meine, Ja. genau, also die Sprachen sind noch eine Frage, wo wir einfach erstmal anfangen, gucken vielleicht auch, wo kommt man in Fettnäpfchen, wo wollen wir auch ein Zeichen setzen vielleicht und sagen, doch, die Sprache ist wichtig, sind unsere Nachbarn, wie du sagst. Das wäre das Naheliegendste. Genau. Oder man sagt, nee, man geht auf die Touristen und guckt, welche Menschen aus welchen Ländern prozentual heißt das Wort, am meisten nach Dresden kommen. Sind es wirklich die Chinesen oder sind es eigentlich die Amerikaner oder wer auch immer? Also da fangen wir gerade erst an, so drüber nachzudenken und so ein bisschen die Fühler auch auszustrecken. Und die Guts Company, die arbeitet jetzt an einem neuen Stück oder? Ja, wir haben ja diesen neuen Zyklus angefangen zum Thema Macht. Das erste war eben am Königsweg, wo wir aus 96 Seiten 24 gemacht Genau, haben. das hat es vorhin angefangen. Ja. Ja, wir haben es extrem eingekürzt. Wir haben halt uns gefragt, was in dem Text ist für uns relevant. Da müsst ihr euch auch intensiv erstmal mit dem ganzen Stück beschäftigen, Du oder? kannst auch Also, immer nur 3 Seiten lesen und dann weißt du schon nicht mehr, wo du bist. ja. Ich weiß nicht, ihre Schreibweise ist extrem verwoben und assoziativ und du musst wirklich auch ein bisschen Bildung haben, um zu wissen, worüber die Frau redet. Ja. Zu wie viel Mal habt ihr da euch rangesetzt? Das habe ich mit Nora Otte zusammen gemacht. Die ist Regisseurin und Performerin und Theatermacherin sozusagen. Also nochmal anderer Background, jetzt nicht Ja, nur der genau. tänzerische. Genau. Und wir haben quasi gemeinsam geguckt, was ist der Kernpunkt. Es geht uns um Macht, es geht um Hierarchie, es geht um das, was es mit uns macht, was für Ekel es da irgendwie auch gibt und komische Auswüchse. Und das Stück an sich handelt eigentlich von Trumps Amtseinführung und schlägt aber immer wieder große Bögen über alles mögliche andere und auch über White Male Privilege eben und sowas. Genau, und wir haben uns quasi nur noch das rausgesogen, was für uns relevant war. Daraus sind 11 konkrete Charaktere entstanden, plus 2, die keinen Namen haben oder denen wir keinen Namen gegeben haben. Es gab 2 Ebenen, die 11 Charaktere waren auf Leinwänden verteilt. Also da gab es einen Wissenschaftler und einen General und den Papst und Also das Stück gibt es so fertig schon. ja, und die Schneekönigin. Das war quasi das erste und ein Gott und Ziegenbock und so. Und auf die haben wir die 11 Rollen verteilt und unten gab es 2 Performerinnen, die quasi live performt haben. Das heißt, wir haben oben vorproduziert. Das war ein richtig krasse Materialschlacht, weil die Schauspielerin, es war eine Schauspielerin, die das gespielt hat, die 11 Rollen. Allen Rollen. Ja. Krass. Und wir mussten quasi 11 Mal durchs Stück gehen, komplett. Und sie musste immer auf die eine Rolle geschminkt werden. Und immer, wenn sie in der Rolle dran war, diese Rolle sprechen. Und die anderen Rollen wurden quasi, die waren aufgenommen. Damit man auch ein Zeitgefühl hat. Weil die miteinander interagieren? Weil die miteinander interagieren, okay. natürlich. Also das war echt, glaube ich, der Benjamin Schindler, mit dem wir das zusammen gemacht haben, der hat doch gerne auch mal gekotzt. So. Aber er hat hervorragend durchgehalten. Ja. Genau, und die 2 unten interagieren eben auch nochmal mit denen da oben. Also das war krass. wirklich eine krasse Verflechtung. Wo liegt das? Auch im Sozietätstheater, das war Anfang Echt so Januar. eine aufwendige Produktion? Das ist der Hallo. Wahnsinn. Hallo. Also das war wirklich sehr aufwendig und dann hätten wir eigentlich im Anfang
April eine Wiederaufnahme gehabt und das fiel dann aus wegen Corona. Ja. Und das... Also ist verschoben worden jetzt, oder? Nee, erstmal nicht. Also das Theater hat ja dann auch den Leiter gewechselt. Also der Ach so. Andreas Nattermann hat dann aufgehört zum 30.04. Und seit 1.05. ist der Heiki Ikola, der Geschäftsführer und künstlerische Leiter. Und der hat natürlich auch einfach immer sein Programm da jetzt fertig gemacht. Und da war jetzt nicht so viel Platz. Und jetzt ist sowieso alles Tabula rasa. Ja. Und das Stück nur für zwei Vorstellungen noch mal wieder aufzunehmen, Reicht nicht aus. es Nee. ist einfach der Wahnsinn. Also da müssen wir vorher Oder ein paar mehr Stationen haben, wo wir das als nächstes spielen. Richtig, genau. In andere Ja. Häuser oder Total. andere Städte. Oder, Ja, ja, aber für den Aufwand, den den da hattet, wäre es prädestiniert, das fortzuführen, beziehungsweise Ja, in andere total. Häuser zu gehen. Ne? unbedingt. Also es war wirklich, wir haben dort immer wieder gedacht und gesessen und gedacht, was für ein Wahnsinn. Wenn man- Worauf ihr euch da eingelassen aber habt. wirklich, ich meine, ich habe immer gesagt, was ich wollte, aber ich glaube, wir haben uns alle nicht so richtig darüber Gedanken gemacht, was es wirklich heißt. Ja. So, und dann sitzt du halt da und machst die übelsten Schnittpläne. Aber es hat also Wie kam es dann an beim Publikum? auch unterschiedlich. Ich meine, der Text ist einfach krass. Du wirst ja zugesendet die ganze Zeit. Die tanzen und reden gleichzeitig oder die anderen reden und die tanzen. Oder es ist nur Text. Also du wirst die ganze Zeit beschossen. Also gibt auch Pausen, aber so. Die Performer sind halt sehr krass. So, da sind viele drauf festgegangen. Aber es gab natürlich ganz unterschiedliche Reaktionen von irgendwie, weiß jetzt nicht, was ich damit anfangen soll, bis grandios und bestes Stück, was ihr je gemacht habt. Genau, also das war ein ganz schöner Ritt und das war quasi Macht 1. Und jetzt arbeiten wir als nächstes an Macht 2. Ist das genauso komplex? Oder? Nee, also nicht auf der Ebene wahrscheinlich. Das weiß man immer nicht, Ja. dass man nicht angefangen hat. Aber auf der Ebene des Themas ist es sehr komplex und man muss, also wir haben gerade erst angefangen, wir haben gerade eine Arbeitsresidenz über den sogenannten Tanzpakt. Das ist dieses Förderprogramm, was ich vorhin erzählt habe, was wir mit Hellerau, Villa Wigmann und die Stadt zusammen haben. Und Hellerau macht quasi den künstlerisch-inhaltlichen Teil. Und ein Teil davon ist, Künstlerresidenzen zu vergeben. Ein Teil ist eine Sommerakademie, die jetzt die Winterakademie wird. Und ein Teil sind Co-Produktionen. Und wir in der Villa Wigmann sanieren das Haus. So. Und ich habe quasi als Künstlerin, als Guts Company so eine Residenz gekriegt. Ah ja. Und arbeite auch wieder mit Benjamin Schindler zusammen zum Thema Menschenrechte. Und das ist natürlich auch ein sehr großes Thema. Ja, sehr aktuell. Unter dem Deckmantel vom Thema Macht. Aber auch sehr spannend und auch sehr, also da kann man auch, Polarisierend, also das wirst auf jeden Fall das Publikum erreichen. Also beziehungsweise ja, es ist noch ein bisschen die Frage, Wirklich. wie auch da ist wieder die Frage, was wollen wir eigentlich erzählen? Wollen wir Geschichten von Leuten erzählen, wo Menschenrechte verletzt wurden, über eine bestimmte Zielgruppe sprechen, also was weiß ich, über People of Color oder Geflüchtete oder oder allgemein, ja, also kannst du auch allgemein. allgemeinpolitisch. Dann kommt es ein bisschen drauf an. Also wir hatten uns vorgenommen, soweit geht, nach Möglichkeit jedes europäische Land zu fahren und dort Menschen zu interviewen. Da hat uns dann Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und digital ist es viel, viel schwieriger, die Leute zu erreichen. Echt? Ja. Okay, aber das wäre jetzt auch eine der Nee, ersten also die Leute wollen sich Lösungsansätze gerne gewesen. treffen. Also wenn man sie nicht kennt. Wenn man sie kennt, ist was anderes. Wenn die Ja. Kumpels und Friends irgendwie... Dann ist es wieder auch eine andere, das ist fast so inszeniert, dann ist es nicht so mehr so echt, ne? Ach, das würde ich gar Oder? nicht sagen. Ich will ja erstmal nur von denen irgendwie hören, wie ihre, was weiß ich, wie ihre persönlichen Erfahrungen mit den Menschenrechten sind, wie sich das anfühlt, wenn man ein Menschenrecht aberkannt bekommt oder wenn es missachtet wird, ob sie das schon erlebt haben, ob sie eingreifen, ob sie selber jemanden anderen schon mal zum Beispiel diskriminiert haben, was ja auch ein Verbot ist in den Menschenrechten und ob sie überhaupt alle Menschenrechte kennen und wissen, wie viele Artikel und welche Themen behandelt werden. Und so, also ein bisschen rundum, aber auch ein bisschen spezifischer. Aber es geht uns quasi nicht darum, Geschichten von Geflüchteten zu erzählen oder nur Geschichten aus einer schwul-lesbischen Szene oder nur von Also nicht so Frauen. spezifisch. Nee. Finde ich aber auch gut. Es macht es ein bisschen Ja. so, auch für die Leute, die quasi für uns
Leute versuchen zu finden. Und das jetzt gerade in Polen haben wir so ein Partnertheater und da ist eine Frau, die Julia, die quasi für uns versucht, InterviewpartnerInnen zu finden. Und genau, es ist nicht so einfach. Die Reaktion ist nicht so, ja klar, machen wir und dann kommen sofort auch Antworten. Das ist eher zäh. Es ist ein bisschen zäh und sie hat quasi vorgeschlagen, wir sollen es noch ein bisschen spezifizieren, was für einen Hintergrund die Leute haben sollen. Weil wogegen ich mich eigentlich weigern wollte oder wehren wollte, weil ich gesagt habe, nee, die Offenheit finde ich wichtig und auch gut, aber wenn die Leute mit Offenheit nicht umgehen können, kannst du ja auch nicht zwingen, wenn du irgendwas Ja, klar. von denen willst. Da muss jemand anders gefunden werden am Ende, oder? Ja, mal gucken. Also da stehen wir halt ganz am Anfang und auch nach der Frage, na, wenn ich jetzt anfange, über die Geschichten der anderen, die mir erzählt wurden, sozusagen zu erzählen, dann wird es so ein komisches Berichterstattung oder dokumentarisch. repräsentatives Theater. Also ich repräsentiere dann andere Leute. Warum lasse ich die nicht sprechen? So, warum lade ich die nicht ein? Wir können auch mal ein Stückchen weiterlaufen. Kann ich die, genau. Also in welcher Form bringt man in welcher Form sind die Geschichten mehr Input und Humus? Und in welcher Form haben diese Antworten auch einen Platz in dem Stück? Beziehungsweise wollen wir auch verschiedene KünstlerInnen fragen, ob sie uns einen Text beisteuern würden, ob sie ein Stück Sound machen würden oder mir eine Bewegung schenken würden und sowas mit einzubauen. Aber ja, da haben wir letzte Woche erst angefangen, sind ganz am Anfang Okay. und merken eben auch, ja, dass es auch nochmal einen ganz anderen Fokus braucht, dass man sagt, es geht uns um die Menschenrechte und da forschen wir, aber eigentlich behandeln wir noch ein anderes Thema, was drunter liegt und da sind wir gerade so ein bisschen, Braucht Zeit. genau. Und da gibt es da einen Veröffentlichungstermin oder gibt es da irgendwie für euch ein Ja. Zeitfenster, wo ihr rausgehen wollt? Oder? Ja, also wir haben jetzt gesagt, wir wollen das auch ein bisschen ein anderes Format machen. Das haben wir so noch nie gemacht. Eine fortlaufende Recherche zu haben, wo immer wieder öffentliche performative Momente sind, die wir aber jetzt nicht Premiere nennen, wo alle da sein müssen, das Stück ist fertig, sondern also Mitte September haben wir die ersten Termine im Sozietätstheater, 3 Stück und da sind Leute eingeladen, zu uns zu kommen. Ist sowas wie eine Probe, der man na beiwohnen kann oder ja, ein wie bisschen, ist es? vielleicht wie ein Showing, würde ich jetzt mal vorsichtig Ah ja, sagen. okay. Wir nennen das schon auch Vorstellung oder Das kenne ich, das Performance. sind die Hammer zum Beispiel, auch solche Showings, glaube ich, gemacht. Ja. Genau, manchmal macht man eben so Arbeitsstände, sowas machen wir auch total gerne und so würde ich das eigentlich auch sehen, dass wir immer wieder einen neuen Arbeitsstand zeigen, weil sich das auch weiterentwickelt. Man hat andere Leute getroffen, man ist doch mal irgendwo hingefahren, dann kommt irgendwie Entsteht was Neues auf im einmal Prinzip. Finnland mit dazu. Die Ja. haben völlig anderen politischen Konsens gerade und haben aber auf einer völlig anderen Ebene Menschenrechtsverletzungen, da wären wir jetzt kommen wir gar nicht nicht drauf gekommen von hier aus. Oder haben irgendwie anders zu dem Thema noch mal beigetragen. Genau, und dann sind wir noch mal in Prag, auch für eine Residenz. Da haben wir auch so Showing-Moment. Dann wollen wir so ein kleines Forum machen, wo wir noch mal Leute aus Soziologie und Philosophie einladen, um über das Thema zu sprechen. Einfach, das ist uns, also bei der Guts Company auch mal wieder so ein Ansatz zu sagen, wie kann ich das Thema, über das ich arbeite, auch noch mal anders vermitteln. Also zum Beispiel Unit war so ein Versuch, dass man auch thematisch was vermittelt, anders als nur über das Bühnenstück, Ja. aber eben noch mal so ein kleines Symposium zu haben. Das haben wir bei das eigene Heimat und Identität das Fremde auch gemacht. Ah, okay. Dass es so ein kleines Symposium gab, wo ein Musiker und eine Kulturwissenschaftlerin und ein Philosoph eben über das Fremde und das eigene gesprochen Das war haben. nach der Vorstellung sozusagen dann? Ja, das war so ein bisschen entkoppelt, dass wir einfach so ein kleines wie so ein Symposium veranstaltet haben, um eben über das Thema aus der Sicht anderer Leute, aus ihren Professionen sozusagen nochmal darüber zu sprechen und gar nicht so sehr Bezug nehmend auf unser Stück. Und so wollen wir das wieder machen, dass wir eben wieder so Leute aus Philosophie, Soziologie, auch Aktivistinnen einladen, um über das Thema Macht, Menschenrechte, Selbstermächtigung irgendwo da zu diskutieren.
das im Oktober im Hall of Fame und dann haben wir im Januar nochmal im Sozietätstheater quasi die nächsten Arbeitsstands. Und das Stück an sich dann im Frühjahr, oder? Genau, also es gibt in dem Sinne quasi kein richtiges Stück. Also Ach so. wir machen schon etwas, was man Performance nennen kann, wo es Sound gibt, wo getanzt wird, wo Videos kommen oder Texte, wo vielleicht was gelesen oder sowas wird. Also wo man schon sagen kann, das ist schon eine Performance, aber wir nennen es eben nicht fertiges Stück, Premiere, hier hast du, sondern es ist irgendwie modular, es ist irgendwie fließend und es können neue Teile hinzukommen. Und eben der September kann ganz anders aussehen als der Januar, muss aber nicht. Okay. Also Wird das auch filmisch festgehalten? ja, das wird Die alles, Symposien? machen wir schon auch. Die Doku machen wir auf jeden Fall und sehen quasi die ganze Recherche eher als einen Teil vom Thema Macht, um dann wahrscheinlich in 22 eine größere Produktion zu machen, die dann eben Macht 2, 3, wie auch immer heißt. Es ist schön zu sehen, dass nach wie vor bei euch Sachen entstehen und dass jetzt aufgrund des Lockdowns nicht irgendwie alles auf Stopp steht oder dass ihr Angst und Bange habt oder so, wie man es sonst von außen so wahrnimmt, wenn man nicht so involviert ist wie du jetzt in dem Moment. Nö, Geht es allen so, oder also dass man trotzdem weitermacht und mit den Gegebenheiten, die jetzt gerade aktuell herrschen, damit arbeitet letztlich? Oder? Also natürlich hat man viel irgendwie Ausfälle und einige haben schon auch überlegt, wie genau soll ich jetzt meine Miete zahlen? Ja. So, das ging schon auch bei manchen wirklich an die Existenz oder knapp davor, je nachdem, keiner wusste, wie lange jetzt so ein Lockdown geht. Aber viele haben die Zeit auch wirklich genutzt, um zu recherchieren, um wieder was zu lesen, um ins Studio zu gehen, um zu arbeiten. Ja, genauso als kreative Schaffensmoment irgendwie zu nutzen. Und so ist eigentlich auch die Stimmung. Und jetzt ballt sich halt alles im Herbst. Alle haben irgendwie Vorstellungen im Herbst. Und wenn man irgendwie mal noch einen Performer braucht, dann hat immer keiner Zeit. Ja. Also es drehen sich alle weiter. Ja. Und ja. Selbst wenn jetzt auch der zweite Lockdown käme, muss man dann damit wieder handeln und gucken. Ne? Weiß man einfach nicht, wie das wäre. Und natürlich gab es auch Corona-Hilfen. Die waren jetzt nicht immer alle für uns so gemacht. Ja, genau. Und die Frage ist ja, kämen die nochmal in der Art oder wäre das Kämen die überhaupt nochmal in der Art? Ist möglich, der Lockdown nochmal so lang? Ja. Und sicherlich einige arbeiten auch an Wetterfesten, also Corona-festen Varianten. Also machen eben Soli oder Sachen, wo man mit den Performern, mit dem Publikum 1:1 interagiert oder sowas. Also versuchen Formen zu finden oder eine Kollegin, die auch extrem auf quasi Internet, Kunst im Internet für dieses Internet auch versucht herzustellen, richtig, ich sag jetzt mal Internet-Oper eigentlich zu machen. Und man sagt, das funktioniert auch nur im Netz und mit einer speziellen Ästhetik. Das würde jetzt auf der Bühne was völlig anderes sein. Ja, ja. Ist aber eben so gemeint. Also es gibt da schon auch Kolleginnen, die sich dann dem total hingegeben haben und gesagt haben, ja, da finden wir halt eine neue Form. Da finden wir was Neues. Ja. Ja. Okay. Cool. Danke, Johanna. Ja, danke dir, danke euch. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ja.